This video is powered by ReconCompany.com. Hallo und herzlich willkommen auf Epic SHOT Show 2024. Wir sind am Stand von Shaw Concepts. Shaw Concepts war im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, noch mit am Stand bei jemand anders und hat sich in der Zwischenzeit aber deutlich vergrößert, hat einen massiv guten Schub nach vorne bekommen. Auch bei Red Beard Tactical könnt ihr mal reinschauen, da sind die das ein oder andere Mal vorgestellt worden und deswegen haben die Jungs jetzt hier auch ihren eigenen riesengroßen Stand und zeigen all ihre Produkte. Ist nicht alles neu, aber wir gehen einfach mal kurz über die Highlights, damit ihr einfach auch mal einen Überblick bekommt und sehen könnt, was die Jungs so machen. Den Arc Blade Carrier und das Arc Plakat, das sind so die Kernprodukte, die haben wir euch auch auf der SHOT Show dann vorgestellt. Das Video dazu packen wir euch hier ans Ende, dass wir hier das nicht nochmal im Detail vorstellen müssen. Die Idee dahinter ist aber eben einfach ein Plakat zu haben, was eben von der Größe her modular aufbaubar ist, beziehungsweise modular nutzbar ist. Ihr seht, ihr habt hier 4 Magazine. Die ganzen modernen Plakats, die es aktuell gibt, haben in der Regel nur 3. Und hier habe ich eben die Möglichkeit, von 3 auf 4 zu gehen. Also ich kann das auch als Dreier Plakat nutzen und natürlich auch ganz interessant für die DMR-Schützen oder Leute, die eben mit 762er Magazinen, AR10, SR25, was auch immer arbeiten müssen, hat man hier natürlich dann auch wirklich die Möglichkeit, 3 AR10 Magazine zu nutzen, weil einfach die Breite es hergibt. Also das gibt dafür auch die Inserts entsprechend, das ist eine ganz coole Sache. Dazu aufbauend gibt es das Arc Chest Rig Kit, das nützt dann das Plakat und hat dann die Option, dass ich mit den First Spear Tubes an den Seiten nochmal Tegris Panel dazu bekomme, die dann eben die Seiten erweitern, um zum Beispiel Mehrzwecktaschen aufbauen zu können. Hier seht ihr das Ganze einmal aufgebaut an der Puppe. Bei Shaw Concepts ist es üblich, dass man hier die Dengler-Version immer in so einer dreieckigen Form hat. Das ist bei der Admin-Tasche so, beim Dengler so. Und dementsprechend hat man das Design auch fortgeführt und hat jetzt hier die Brain Pouch entwickelt. Das ist quasi eine Mehrzwecktasche für den Helm auf die Rückseite, wird an die Rail befestigt und gibt dann die Möglichkeit eben entweder Batterien oder auch wirklich Battery Packs zu nutzen. Hat Ausgänge für Kabel, um zum Beispiel auch auf der Oberseite mit einem Bungee Cord ein Strobe am Helm sichern zu können. Das geht dann in die Tasche rein und da die Tasche am Helm fixiert ist, ist es dann quasi nicht mehr möglich, das Strobe auf der Oberseite zu verlieren. Gehen wir weiter und schauen uns mal den Gürtel an. Das ist der Your Supper Belt. Das ist ein Battle Belt, der aus 2 Komponenten besteht, wie das auch im Moment üblich ist. Shaw Concepts hat aber gesagt, wir legen sehr viel Wert auf den Innengürtel, dass der extrem komfortabel ist. Das heißt, der ist nicht nur versteift, sondern der hat auch zusätzlich noch eine Polsterung bekommen. Der wird dann mit G-Hooks beziehungsweise der Außengürtel wird mit G-Hooks am Innengürtel befestigt, um dann eben auch einfach da nochmal zusätzlich zum Klett einen fixen Halt zu gewährleisten. Sehr, sehr stabiles und robustes System. Um das Ganze noch ein bisschen mehr auszubauen und auch um die Möglichkeit zu geben, da mit Holstern zu arbeiten und einem Beinriemen, ohne dass das unbequem wird nach einer längeren Zeit, hat Shaw Concepts das Sidekick-Modul entwickelt. Das kann einfach an eine Holsterplattform geschraubt werden und bietet dann wirklich nochmal am Oberschenkel sehr viel Komfort durch das Padding, durch das Mesh, was einfach nochmal mehr Komfort gibt. Für den Plattenträger gibt es natürlich auch Lösungen für die Rückseite und zwar immer so, dass ihr wählen könnt, ob das Ganze eben fest fixiert wird oder mit Schulternträgern getragen wird. Das wäre einmal der PC Pack. Das ist ein ganz kleiner Assault Pack, der dann hier, wie hier an dem Model zu sehen, am Plattenträger befestigt ist und dann eben nicht zusätzliche Straps hat, damit er nicht runterrutschen kann im Einsatz. Aber natürlich kann man ihn auch so nutzen. Hat auch die Möglichkeit, Werkzeug mit unterzubringen. Dazu gibt es dann ein Tegris-Insert, was reingesetzt wird. Und für alle, die sagen, ich möchte das Ganze eher modular aufbauen, gibt es noch das PC-Panel. Das ist ein reines Tegris-Panel mit Schulternträgern, kann solo getragen werden oder eben auch dann natürlich in Verbindung mit dem Plattenträger angeklippt werden. Ist, denke ich, auch nochmal eine ganz gute Alternative zu Zip-on-Panels, um eben das Ganze auch schnell mal ablegen zu können. Zum Schluss noch haben die Shaw-Konzept-Jungs uns gesagt, so ein bisschen das Nerdy-Thing, also so ein bisschen sowas für die Fachidioten oder die Gear-Liebhaber. Hier einmal so ein Space-Konzept aufgebaut mit einer MP7, das Ganze mit einem Raumanzug. Das Plakat verkehrt rum aufgebaut wegen der Schwerelosigkeit, dass die Magazine nicht nach oben rausfliegen, sondern nach unten gehalten werden. Haben sie mir auch gleich dann gesagt, so naja,
brauchst ja keine großen Kaliber mit der MP7, du musst ja nur irgendwo ein Loch in die andere, Weltraumuniform machen, dann hast du eigentlich schon gewonnen, musst ja keine letalen Körperteile treffen und ja, haben wir mit reingenommen, weil es einfach cool aussieht und denke ich nochmal, das Ganze schön abrundet. Ja, das war Shore Concepts von der SHOT Show. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hier unten ist der Link eingeblendet zu Shore Concepts. Gibt es leider aktuell nicht bei uns in Deutschland, aber zumindest in England bei Tactical Kit UK. Die sind inzwischen sehr gut aufgestellt, da könnt ihr einiges kriegen oder ihr bestellt natürlich direkt in den USA. Das war's von uns. Fragen immer gerne in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Schaut in den Blog für weitere Informationen, Spezifikationen, Bilder und mehr. Und natürlich auch in unsere Instagram- und YouTube-Feeds. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. For support, also subscribe nForce Tech TV.